In diesem Video zeige ich euch, wie ihr in PowerPoint zu euren Animationen Soundeffekte hinzufügen könnt und wie ihr Hintergrundmusik einfügen könnt. Dazu klicke ich jetzt gleich auf diesen Tschüss-Bus, gehe auf Animationen, Animationsbereich, klicke da rechts drauf, gehe auf Effektoptionen und dann findet ihr hier unten unter Erweiterungen Sound ein Feld. Da könnt ihr ganz verschiedene Soundeffekte, die PowerPoint schon vorgegeben hat, einfügen. Probieren wir es mal mit Wind. Hier könnt ihr noch die Lautstärke einstellen, also sehr laut, sehr leise. Ich nehme tendenziell eher leise, weil die Soundeffekte recht laut sind. Probieren wir das mal aus. Also es hatte da definitiv einen Soundeffekt, aber der gefällt mir noch nicht so ganz. Ihr könnt dann zum Beispiel online Soundeffekte suchen. Da gibt es ganz viele Quellen, wo ihr auch frei verwendbare Soundeffekte finden könnt, die ihr auch überall verwenden könnt. Achtet dabei aber darauf, dass das .wav-Dateien sind. Das sind nämlich die einzigen Dateien, Sounddateien, die PowerPoint verwenden kann. Und falls ihr jetzt so eine habt wie ich, geht ihr ganz nach unten, dort findet ihr anderer Sound. Wenn ihr da draufklickt, kommt ein neues Fenster, da könnt ihr euch dann zu eurem Sound manövrieren. Ich habe jetzt hier diesen Soundbus und das ist eben eine Wave Sound oder .wav-Datei. Ich füge diese jetzt ein. Und ihr hört es sicher schon. Wiederum ist es mir etwas zu laut, deswegen habe ich hier noch die Lautstärke runtergestellt. Probieren wir das doch gleich mal aus. Klingt gar nicht schlecht. Jetzt, wenn ihr noch ein Hintergrundgeräusch einfügen möchtet, oder sonst eine Sounddatei, dann könnt ihr zu Einfügen und dann gibt es hier drüben Audio. Da wiederum könnt ihr entweder selbst ein Audio aufzeichnen, dann verwendet ihr euer Mikrofon, um irgendetwas aufzunehmen. Zum Beispiel könntet ihr jetzt sagen, ich spiele noch kurz etwas mit meiner Gitarre und das übernehme ich dann in diese Präsentation. Oder eben ihr nehmt ein Audio von meinem Computer. Genau, das mache ich jetzt. Ich habe da diese Abschlussmusik selbst erstellt, wiederum Wave Sound, die füge ich jetzt ein. Und da seht ihr, hat es so einen Lautsprecher. Der wird auf der Folie sichtbar sein, deswegen verschiebe ich den jetzt zuerst irgendwo nach draußen. Und dann spiele ich diesen Sound mal ab. Gut, ich finde, der ist perfekt. Jetzt, was ich aber möchte, ich möchte, dass der quasi gleich nach dem Bus, nachdem der Bus da reinfährt, abgespielt wird. Dazu muss ich hier, da seht ihr, ist dieser Soundeffekt in dem Animationsbereich. Ich klicke jetzt auf den Pfeil und drücke auf nach vorherigem beginnen. So. Jetzt möchte ich auch noch kurz etwas anderes anschauen und dazu gehe ich wieder auf Effektoptionen. Ihr könnt nämlich einstellen bei der Anzeigedauer, dass dieser Soundeffekt sich wiederholen soll. Das heißt, ihr könnt sagen, ich möchte den zweimal, dass die Melodie zweimal gespielt wird, 10-mal, bis ihr das nächste Mal auf die Folie klickt oder bis diese Folie fertig ist. Das heißt, wenn ihr jetzt bis zum Ende der Folie eingebt, würde das wirklich so lange spielen, bis ihr in eurer Präsentation weiterdrückt. Das ist jetzt für eine solche Animation nicht wirklich relevant. Deswegen lassen wir das einfach mal. Wie ihr seht, wird das dann automatisch immer abgespielt, wenn ihr etwas daran verändert. Aber ja, das wäre es eigentlich. Jetzt wisst ihr, wie ihr einen Sound einfügt und wie ihr Hintergrundmusik oder Hintergrund-Soundeffekte eingebt. Probiert das doch mal aus und in dem Fall freue ich mich, wenn ihr auch fürs nächste Video wieder
einschaltet. Bis dann. Tschüss.